Willkommen bei Chronifekt. Hier erleben wir Geschichte, ruhig, sachlich und anschaulich. Einblicke in Menschen, Orte und Ereignisse, die unsere Welt geformt haben. Kapitel 4: Die ersten Verwaltungssysteme. Nachdem die Osmanen unter Orhan Gazi ihre territorialen Grundlagen gefestigt hatten, richteten sie ihren Blick auf die Schaffung effizienter Verwaltungssysteme. Die Herausforderung bestand darin, ein expandierendes Reich mit unterschiedlichen ethnischen Gruppen, Stammesgemeinschaften und städtischen Zentren zu organisieren. Bereits zu dieser Zeit erkannte man, dass militärische Macht allein nicht ausreichte, um Stabilität und langfristiges Wachstum zu sichern. Die Verwaltung begann in den Städten, die als regionale Zentren dienten. Bursa, als Hauptstadt, wurde zum Modell für andere Siedlungen. Beamte, häufig aus angesehenen Familien oder loyalen Gruppen, übernahmen Verantwortung für Steuereinnahmen, Infrastruktur, Rechtsprechung und öffentliche Ordnung. Orhan Gazi legte Wert auf Kontrolle, delegierte aber gleichzeitig Aufgaben an lokale Führer, deren Wissen über Bevölkerung und Gelände entscheidend für effektive Verwaltung war. Dieses Gleichgewicht zwischen zentraler Autorität und lokaler Autonomie bildete die Grundlage für spätere osmanische Provinzstrukturen. Steuersysteme wurden rationalisiert. Die Erhebung von Abgaben war nicht nur eine Einnahmequelle, sondern auch ein Instrument zur Kontrolle und Integration neuer Gebiete. Standardisierte Verfahren, Buchführung und regelmäßige Überprüfungen halfen, Korruption zu reduzieren und die Loyalität der Bevölkerung zu sichern. Zusätzlich wurden Karawanenwege, Märkte und Handelszentren überwacht, um die ökonomische Stabilität zu gewährleisten und Einnahmen zuverlässig zu sichern. Die militärische Verwaltung war eng mit der zivilen verknüpft. Burgen und befestigte Städte dienten nicht nur der Verteidigung, sondern auch als Verwaltungszentren, von denen aus Ressourcen verteilt und die Bevölkerung überwacht wurde. Reitertruppen und Fußsoldaten wurden in Verbindung mit lokalen Milizen eingesetzt, um Ordnung zu wahren und strategisch wichtige Regionen zu sichern. Diese Integration von militärischen und zivilen Strukturen machte die Osmanen in der Region effektiv handlungsfähig. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Rechtsprechung und lokalen Gerichtssystemen. Orhan förderte die Anwendung islamischen Rechts, kombinierte es jedoch mit bestehenden lokalen Gepflogenheiten, um Akzeptanz zu schaffen. Qadis-Richter spielten eine zentrale Rolle bei der Lösung von Konflikten, der Kontrolle von Handel und Eigentumsrechten sowie der Vermittlung zwischen Bevölkerung und Verwaltung. Ihre Tätigkeit stärkte die Legitimität der Herrschaft und sorgte für soziale Stabilität. Bildung und Dokumentation wurden ebenfalls in die Verwaltung integriert. Medresen, Lehrinstitutionen und Aufzeichnungen von Steuerlisten, Eigentumsrechten und militärischen Ressourcen ermöglichten eine klare Organisation und Wissensweitergabe. Diese frühe Form einer bürokratischen Infrastruktur war entscheidend für das zukünftige Wachstum des Reiches. Durch diese Maßnahmen legten die Osmanen den Grundstein für ein Verwaltungssystem, das nicht nur militärische, sondern auch soziale, wirtschaftliche und rechtliche Strukturen integrierte. Die ersten Verwaltungssysteme sicherten Stabilität, erleichterten Expansion und stärkten die Kontrolle über ein sich vergrößerndes Herrschaftsgebiet. Mit der zunehmenden Konsolidierung des Fürstentums unter Orhan Gazi wurde die Verwaltung immer ausgefeilter. Die osmanische Führung erkannte, dass Stabilität nicht allein durch militärische Präsenz erreicht werden konnte, sondern durch klare Strukturen, geregelte Abläufe und gezielte Kontrolle der Bevölkerung. Lokale Führer, Beamte und Qadis arbeiteten Hand in Hand, um Sicherheit, Recht und wirtschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Organisation der Provinzen war ein zentraler Schritt. Regionen wurden nach strategischen, wirtschaftlichen und geografischen Gesichtspunkten eingeteilt. Jede Provinz erhielt einen Gouverneur, der für Verwaltung, Steuereinnahmen und militärische Sicherheit verantwortlich war. Orhan Gazi achtete darauf, dass diese Gouverneure sowohl die Loyalität zum Herrscher als auch das Vertrauen der lokalen Bevölkerung genossen. Die Verbindung von zentraler Kontrolle und regionaler Selbstverwaltung bildete ein flexibles System, das Expansion und Integration neuer Gebiete erleichterte. Die wirtschaftliche Verwaltung umfasste die Kontrolle von Handelswegen, Märkten und Produktionsstätten. Städte wie Bursa wurden zu Handelszentren, in denen Zölle, Steuern und Handelsregeln überwacht wurden.
Karawanenstationen dienten nicht nur dem Handel, sondern auch der Informationsweitergabe, sodass Nachrichten über politische und militärische Entwicklungen schnell an den Herrscher gelangten. Diese Kombination aus Wirtschaftsförderung und Kontrolle stellte sicher, dass das Fürstentum stabil und handlungsfähig blieb. Militärische Organisation war eng mit der Verwaltung verzahnt. Burgen, Wachtürme und befestigte Städte dienten als strategische Punkte für die Truppen, die sowohl zur Verteidigung als auch zur Unterstützung der Verwaltung eingesetzt wurden. Reiter und Fußsoldaten arbeiteten mit lokalen Milizen zusammen, um Ordnung zu sichern, Ressourcen zu verteilen und Konflikte zu schlichten. Durch diese enge Verzahnung von militärischer Präsenz und zivilen Strukturen konnte Orhan Gazi auch entlegene Regionen effektiv kontrollieren. Religiöse und soziale Institutionen ergänzten die Verwaltung. Moscheen dienten nicht nur der Spiritualität, sondern auch als Zentren der sozialen Organisation und Bildung. Feste und Rituale banden die Bevölkerung an das Herrschaftssystem und förderten Zusammenhalt und Loyalität. Bildungseinrichtungen wie Medresen sorgten dafür, dass Wissen über Verwaltung, Recht und Religion weitergegeben wurde und eine kompetente Führungsschicht heranwuchs. Durch diese systematische Entwicklung legte Orhan Gazi die Grundlagen für ein effektives Verwaltungssystem, das Expansion, Stabilität und Integration miteinander verband. Die Verbindung von Militär, Wirtschaft, Recht und Kultur ermöglichte es den Osmanen, ein kleines Fürstentum in eine solide Macht zu verwandeln, die auf die kommenden Generationen vorbereitet war. Mit der fortschreitenden Konsolidierung seines Fürstentums legte Orhan Gazi großen Wert auf ein Verwaltungssystem, das nicht nur effizient, sondern auch flexibel war. Er erkannte, dass Expansion nur dann dauerhaft Erfolg haben konnte, wenn sie von einer geordneten Struktur getragen wurde, die militärische, wirtschaftliche, rechtliche und soziale Aspekte integrierte. Bursa, die Hauptstadt, wurde zum Vorbild für die Organisation anderer Städte und Regionen. In den Provinzen wurden Gouverneure eingesetzt, die sowohl die Interessen des Herrschers als auch die Bedürfnisse der Bevölkerung vertreten sollten. Diese Gouverneure koordinierten Steuereinnahmen, sorgten für die öffentliche Ordnung und überwachten die militärische Präsenz. Gleichzeitig blieben lokale Führer und angesehene Familien eingebunden, um ihre Loyalität zu sichern und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Dieses Gleichgewicht zwischen zentraler Kontrolle und lokaler Autonomie war ein entscheidendes Element für die Stabilität des frühen Osmanischen Reiches. Die Steuerverwaltung wurde systematisch organisiert. Karawanenwege, Märkte und Produktionsstätten wurden überwacht, und Einnahmen aus Handel und Landwirtschaft flossen in geordnete Kanäle. Die Einführung von Aufzeichnungen und Buchführung ermöglichte Kontrolle und Transparenz. Dadurch konnte Orhan Gazi sicherstellen, dass Einnahmen zuverlässig genutzt wurden, sowohl für militärische Feldzüge als auch für den Ausbau von Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen. Militärische Organisation und Verwaltung arbeiteten eng zusammen. Burgen, befestigte Städte und Wachtürme dienten nicht nur der Verteidigung, sondern auch als logistische Knotenpunkte für Verwaltung, Kommunikation und Kontrolle. Reitertruppen, Fußsoldaten und lokale Milizen koordinierten ihre Einsätze, um Sicherheit zu gewährleisten, Aufstände zu verhindern und neue Gebiete zu integrieren. Diese Kombination aus militärischer Stärke und administrativer Struktur machte das osmanische Fürstentum effizient und widerstandsfähig. Religiöse und soziale Institutionen wurden gezielt in das Verwaltungssystem eingebunden. Moscheen und Medresen dienten als Zentren von Bildung, Recht und Gemeinschaft. Feste, Zeremonien und soziale Rituale stärkten den Zusammenhalt der Bevölkerung und banden sie an die Herrschaft Orhans. Diese Verbindung von religiöser Legitimation, kultureller Förderung und administrativer Effizienz war ein zentrales Merkmal der frühen osmanischen Politik. Orhans Reformen und organisatorische Maßnahmen legten das Fundament für die spätere Entwicklung eines großen Reiches. Die ersten Verwaltungssysteme ermöglichten nicht nur die Kontrolle und Integration eines wachsenden Herrschaftsgebiets, sondern schufen auch die Voraussetzungen für wirtschaftliche Prosperität, kulturelle Blüte und militärische Effektivität. Vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Kapitel sehen wir, wie die Osmanen ihre militärischen Strukturen reformierten und eine neue, disziplinierte Armee formten.